Du hast letztens deutlich zu viel gegessen, konntest einfach nicht aufhören, weil es so gut geschmeckt hat und irgendwann tat dein Bauch schon vom ganzen Essen weh. Geht mir persönlich manchmal ganz genauso und deswegen kommen jetzt hier meine Tipps und Tricks, was du persönlich machen kannst, wenn du mal zu viel gegessen hast an Weihnachten, an Feiertagen oder an irgendeinem anderen Tag. Nummer 1. Habe keine Schuldgefühle. Schuld- und Schamgefühle machen das Ganze definitiv nicht besser. Wenn du dich überessen hast und dich jetzt irgendwie schlecht fühlst, dann sage ich dir, es ist in Ordnung. Ich möchte dir sagen, es ist alles in Ordnung und es ist absolut kein Weltuntergang, wenn man mal zu viel isst. Ich habe an den Weihnachtsfeiertagen maßlos zu viel gegessen und ich bin hier ganz ehrlich mit euch. Danach habe ich mich für einen kurzen Moment nicht ganz so gut gefühlt und habe mich gefragt, warum habe ich jetzt eigentlich so übertrieben viel gegessen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger mehr hatte. Bevor Weihnachten und die Weihnachtszeit eigentlich gestartet ist, habe ich mir aber schon vorher bewusst gemacht, dass ich wahrscheinlich zu viel essen werde und habe genau mit dieser Tatsache schon vorher Frieden geschlossen. Ich möchte Weihnachten und allgemein besondere Feiertage mit meiner Familie und mit meinen Freunden wirklich vollstens genießen und mir vor allem auch keine Gedanken um Kalorien oder um irgendwelche Makronährstoffe machen. 3 Liter Wasser trinken. Wenn wir uns überessen, dann essen wir meistens auch sehr viel Zucker und vor allem Salz. Und das Salz in unserer Nahrung bindet das Wasser in unserem Körper. Und was hat das zur Folge? Wassereinlagerung. Die Waage zeigt plötzlich viel mehr Kilos an, teilweise bis zu 5 Kilo mehr als am Vortag. Und ich kann dich hier aber beruhigen, das ist kein... Also ich muss dir sagen, es ist eigentlich nicht normal, sich zu überessen. Zumindest sollte es nicht normal sein. Das ist so ein Neuzeitding. Denn Überessen bedeutet ja, du bist süchtig nach etwas, beziehungsweise es pusht dich so krass, dein Gehirn will so viel mehr davon haben. Egal ob Zucker, Mehl, es macht alles süchtig und man will mehr. Und es gibt ja auch gewisse Parasiten, Pilze, Viren, die dann in dir drin sind und dich dazu zwingen, das zu essen. Zum Beispiel vermitteln die dir das Gefühl, dass, hey, wenn ich das nicht esse, habe ich keine Kraft, keine Energie. Nur wenn ich das esse, habe ich Energie. So, deswegen sagen auch viele Leute, ey, ich brauche Fleisch, sonst kann ich nicht funktionieren, sonst habe ich keine Kraft. Aber wenn Fleisch so ein saures Lebensmittel ist, was auch noch viele andere negative Sachen, negative Sachen mit sich bringt, dann unterstützt das nur das natürliche Universum, beziehungsweise den Standard der Gruppen, die ich gerade die ich gerade genannt habe. Und diese werden dadurch bestärkt und sind dann auf einmal zufrieden. Und wir sagen, hey, ja, ich habe nur Kraft, wenn ich Fleisch esse. Oder sei es irgendwas in die Richtung, was negativ behaftet ist. Und vielleicht ist man da einfach mit irgendwelchen, also entweder diese Pilze, Darmparasiten und so weiter, oder man hat irgendwie das Hungergefühl verloren, beziehungsweise man hat so einen Dopamin-Push, dass man immer mehr und mehr will. So wie wenn du stundenlang scrollst und du kannst nicht aufhören, du guckst 3 Stunden vorbei, oh mein Gott. So würde ich das eher kategorisieren. Aber schauen wir mal weiter. Keine Fettmasse, die du über Nacht dazu gewonnen hast, sondern das sind nur Wassereinlagerungen. Und wahrscheinlich auch noch die zusätzliche Nahrung, die du gegessen hast, die sich jetzt noch in deinem Magen- und Darmtrakt befindet. Diese plötzliche Gewichtszunahme liegt hundertprozentig nicht daran, dass du über Nacht, wie gesagt, Fettmasse dazu gewonnen hast, sondern dass das Natrium in der Nahrung Wasser gebunden hat und du somit ein bisschen mehr Wassereinlagerung hast. Und damit wir das bekämpfen können, würde ich dir jetzt empfehlen, über den Tag oder über die nächsten 3, 4, 5 Tage wirklich darauf zu achten, dass du 3 Liter Wasser pro Tag trinkst, denn so spülen wir die Salze aus unserem Körper raus und die Wassereinlagerungen verschwinden wieder. Natron hilft. Nach einer großen Mahlzeit oder wenn wir auch mal essenstechnisch maßlos über die Stränge geschlagen haben, kann das daraus resultierende Völlegefühl wirklich manchmal sehr nerven und natürlich auch Schmerzen verursachen. Und hier kann Natron wirklich eine sehr gute und schnelle Abhilfe schaffen, denn das Natron neutralisiert die Magensäure und beruhigt auch gleichzeitig deinen Bauch. Und hierfür nimmst du einfach eine etwas größere Messerspitze Natron, das hat man meistens sowieso immer zum Backen oder so zu Hause, und du rührst das dann in ein Glas warmes Wasser ein, ungefähr 200 bis 250 Milliliter,
und trinkst das Ganze einfach runter. Ich würde dir empfehlen, erstmal 30 Minuten nachdem du gegessen hast zu warten, um deinem Bauch ein bisschen Zeit zu geben, das Ganze schon mal vorzuverdauen und danach erst das Glas Wasser mit Natron zu trinken. Das hilft übrigens auch gegen Sodbrennen. Beruhigender Tee. Nicht nur bei Babys oder Kleinkindern sind Tees super für den Magen-Darm-Trakt, auch bei uns Erwachsenen. Und zwar möchte ich dir hier einmal den Fencheltee empfehlen oder noch besser einen Fenchel-Kümmel-Anis-Tee. Gibt es so eigentlich gefühlt in jeder Drogerie oder irgendwie auch im Supermarkt. Und genau, das sind einfach beruhigende Stoffe, die den Magen-Darm-Trakt wirklich entspannen, beruhigen und es ist auch super gegen Völlegefühl oder wenn du einfach auch mal zu viel gegessen hast. Skippe keine Mahlzeiten und diesen Punkt möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Komm bitte jetzt nicht auf die Idee, nur weil du gestern Abend viel zu viel gegessen hast, das Frühstück, das Mittagessen oder sonst noch irgendwelche Mahlzeiten zu skippen. Das ist absolut nicht nachhaltig und vor allem auch sehr schlecht für deinen Körper, denn Mahlzeiten skippen führt meistens dazu, dass du dich in einem zu großen Kaloriendefizit für den Tag befindest und deswegen könnte es eher passieren, dass du Heißhungerattacken entwickelst und zum Beispiel den ganzen Tag über sehr gut durchhältst. Du isst sehr, sehr wenig und abends kannst du dich nicht mehr kontrollieren und überfrisst dich total und endest zum Beispiel in einer Fressattacke. Daher meine Empfehlung, isst gerne irgendetwas Leichtes oder warte vielleicht auch nochmal 1-2 Stunden länger, bis du dann wirklich Hunger hast am nächsten Tag. Aber bitte skippe hier nicht das Frühstück oder irgendwie Mittagessen oder so, sondern bereite dir etwas Leckeres und Gesundes vor und mach dann einfach ganz normal mit deiner Ernährung weiter. Starte keine Crash-Diät. Also das mit dem Skippen würde ich jetzt nicht sagen. Man kann gerne mal eine Mahlzeit skippen, gerade wenn man auch zu viel gegessen hat, denn Fasten ist ja gut an sich, je nachdem, in welchem Kontext man das macht. Man muss ja jetzt nicht wochenlang fasten, aber wenn man 1, 2 Mahlzeiten skippt, ist das kein Weltuntergang. Wenn man schlafen geht und seine, was weiß ich, 14 Stunden, 10 Stunden fastet, alles im Rahmen ist noch legitim und sogar positiv meiner Meinung nach, denn das Fasten hat so viele Vorteile. Ich meine, die sind ja bekannt eigentlich. Und wem das nicht bekannt ist, der sollte sich wirklich darüber informieren. Und ja, schauen wir mal weiter. Wer kennt es nicht? Wir fressen uns an Weihnachten maßlos voll, schlagen total über die Stränge und am nächsten Tag sagen wir oder nach den Feiertagen oder am 1. Januar sagen wir, jetzt beginnen wir mit dem neuen Ich, mit dem Abnehmprogramm. Crash-Diäten, die zum Beispiel versprechen, verliere 10 Kilos in 2 Wochen oder 5 Kilo in 3 Tagen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht kurzfristig. Erstmal wirst du wahrscheinlich nicht so viel Fettmasse verlieren, sondern Muskelmasse, wenn du dich in einem so großen Defizit befindest, was absolut nicht die Masse ist, die wir hier verlieren möchten. Und natürlich der gefürchtete Jojo-Effekt ist hier bei solchen Crash-Diäten eigentlich schon vorprogrammiert. Wenn du abnehmen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall dieses Video hier von mir empfehlen. Dort gebe ich dir einen kostenlosen, effektiven und vor allem auch nachhaltigen Diätplan mit an die Hand, der dir dabei hilft, das Gewicht wirklich für immer loszuwerden. Es ist ein ganzheitlicher Ernährungsplan und schau da gerne mal rein nach diesem Video hier, falls du gerne abnehmen möchtest, vor allem vielleicht auch im neuen Jahr. Komm in Bewegung. Oft fühlen. Was ich noch sagen wollte vorhin zu diesem Tee, bitte kein Lipton-Tee. Bitte. Wenn dann was Richtiges, was mit Kräutern, wo du weißt, hey, das ist zum Beispiel Bio, das ist natürlich, das wird von keiner dicken, großen Company gemacht, sondern natürlich und auch zum Wohle des Menschen und nicht nur des Profiten wegens, wie man bei Lipton auf jeden Fall klar weiß und sehen kann. Denn diese Großmächte, die sind ganz bestimmt nicht an unserer Gesundheit interessiert. Das ist meine Meinung. Aber ich glaube, wenn man sich Nestle ansieht, dann kann man wohl verstehen, warum ich das sage. Macht eure eigene Recherche zum Thema Nestle zum Beispiel. Sehr, sehr wichtig. Ihr isst das auch täglich, die Sachen von Nestle, würde ich mal so sagen. Fühlen wir uns sehr, sehr träge, sehr, sehr faul, wenn wir zum Beispiel zu viel gegessen haben und möchten am liebsten nur noch auf der Couch liegen und TV gucken. Die bessere Entscheidung wäre hier aber wirklich, dich noch einmal kurz aufzuraffen, die Turnschuhe anzuziehen oder irgendwelche anderen Schuhe und einfach für eine Runde mal rauszugehen und spazieren zu gehen. Das muss keine Joggingrunde sein, aber einfach eine kleine Runde spazieren gehen an die frische Luft kann hier wirklich wahre Wunder bewirken. Erstens, falls du darunter leidest, kannst du deine Schuldgefühle damit ein bisschen in den Griff bekommen, weil du dich ein bisschen ablenkst, mal aus der Wohnung kommst, eine
frischen und klaren Kopf bekommst. Und zweitens kann es auch sehr dabei helfen, das Völlegefühl in den Griff zu bekommen und allgemein die Verdauung auch anzuregen. Du bist nicht die einzige Person, der es passiert, dass sie sich zum Beispiel an Weihnachten, an Feiertagen oder auch ab und zu einfach mal so überisst. Es ist ein ganz normales Phänomen, mit dem wir Menschen halt zu kämpfen haben. Und vor allem müssen wir einfach die Gründe dafür auch herausfinden, wenn es zum Beispiel regelmäßig passiert. Wenn du unter regelmäßigen Fressattacken leidest, dann solltest du auf jeden Fall hierfür den Grund herausfinden. Und mögliche Gründe können zum Beispiel diese hier sein. Vor allem ein zu hohes Kaloriendefizit ist ein sehr, sehr großer Faktor hier, weil das einfach zu Heißhungerattacken führen kann. Deswegen möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du abnehmen möchtest, dich immer in einem moderaten Kaloriendefizit zu befinden von ungefähr 300 bis 400 Kalorien. Wenn du an einem kostenlosen, effektiven und vor allem nachhaltigen Komm in Bewegung, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, denn die Bewegung sorgt dafür, dass man hier den Darm mitbewegt und die Darmperistaltik wird angeregt. Das bedeutet, das Essen rutscht ein bisschen weiter durch, wird besser verarbeitet, der Darm arbeitet und es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel, also du wirst auf jeden Fall weniger Rückenschmerzen zum Beispiel haben, weil das ganze Essen hängt in deinem Darm rum und das zieht so ein bisschen nach unten, wisst ihr? Wenn der Darm halt nicht stramm ist, dann werdet ihr Rückenschmerzen haben, weil der halt runterhängt. Und das zieht halt den ganzen unteren Rückenbereich auch quasi in Leidenschaft, weil er dann quasi nach vorne gedrückt wird und das sorgt dann dafür, dass man die Tendenz hat zu einem Hohlkreuz und halt Rückenschmerzen. Ich schaue hier noch mal kurz, was sie hier als Gründe genannt hat. Ähm, vor allem ein zu hohes Ich würde auf jeden Fall den meisten zustimmen. Ich würde jetzt erstmal sagen, das alles passt soweit. Und an dieser Stelle würde ich jetzt auch sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt healthy und raus mit euch an die frische Luft.